Glück auf und Howdy aus San Antonio in Texas. Wir sind eingeladen worden vom JW Marriott Resorts and Spa San Antonio. Und dieses Video wird anders, denn wir machen Eine kleine Hoteltour. Ihr fragt nämlich immer, hey, habt ihr so eine Hotelempfehlung? Ja, haben wir. Das hier. Daycation mit den Achtermeyers. Ist ja auch mal was Schönes, oder? Also viel Spaß bei diesem Video. Die Achtermeyers in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Also los geht's mit dem Parken. Das Parken hier, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr könnt selber parken, das haben wir gemacht. Oder ihr könnt direkt vorne vorfahren und könnt jemanden für euch parken lassen. Valet Parking ist natürlich hier üblich, ne? In dem, weiß ich nicht, 18 Sterne Wumms, ich habe keine Ahnung. Wir haben Self-Parking gemacht, darum laufen wir jetzt hoch in die Lobby und dann geht's auch schon los mit dem Rundgang. Also das JW Marriott hier in San Antonio im Hill Country ist wirklich schön gelegen. Ne? Ja. Und es ist hervorragend für so einen Kurzurlaub, so 2-3 Nächte. Ne? Ja, ist super schön, super entspannt und Ja, man braucht auch nicht raus. Das ist wie so ein Cluburlaub um die Ecke, 1,5 Stunden Fahrt von uns aus ist das ungefähr. Ne? Und hat 8 Restaurants, also du brauchst die ja auch nicht raus. Wobei wir gesehen haben, es hat sich gerade einer Chick-fil-A bestellt. Ne? die Amis, die sind echt komisch. Und was uns auch aufgefallen ist, die nehmen alle ihre Essen mit. Ne? Also du hast gesehen, irgendwie gerade so ein Getränke. Brot und alles. Ne? Ja, das ist echt verrückt. Aber ich meine, klar, wenn du hier länger bleibst, dann wird das natürlich auch teuer, weil es ist natürlich nicht all-inclusive, sondern wie in Amerika üblich, du bezahlst halt für alles. Ja, also so ein Frühstück ist halt teuer, ne? Und Ja. auch das Essen hier. Ich habe die Preise im Steakhouse gesehen, das ist schon... Ist halt Hotel, ne? Ist halt Urlaub, ist Resort und Aber für die Kinder sind Paradies. Also wir waren gerade schon einmal rum. Ne? Wir nehmen euch gleich nochmal mit. Es gibt hier einen Golfplatz, 18 Loch. Es gibt hier ein Wasserparadies, das ist wirklich der Knaller. Da gehen wir gleich auch hin. Wir haben ein Daybed da reserviert. Ja. Und ein Rutschenparadies und ein Lazy River. ja, total toll. Ich freue mich total darauf. Also auf geht's mit dem Rundgang hier im JW Marriott San Antonio Hill Country. Viel Spaß. In jedem JW Marriott hier in den USA gibt es einen Starbucks. Also die Kaffeeversorgung ist sichergestellt. Ich weiß, es ist nicht der beste Kaffee, aber das gehört dazu. Wirklich, das ist einfach Tradition, oder? Ja, genau, dann schubse ich den André morgen früh runter und sage, geh mir mal einen Kaffee holen. Wir gehen mal rein. Shoppen geht natürlich auch. Ne? Also ihr müsst keine Angst haben, wenn das so weit weg ist, dass die Frauen und die Männer nicht auf das Shopping-Erlebnis kommen. Hier gibt es natürlich Shops und natürlich kannst du dir auch Merchandise vom Hill Country holen. Hier gibt es beste Sache, ich habe schon gesehen, da gibt es eine Wrangler-Decke im Cool-Design. Cool. Cool. Cool, richtig cool. Nein, ich glaube, sowas mag ich ja wirklich. Sollen wir mal durchgehen? Komm, wir gehen mal durch. Ist das nicht cool? So ein Schottglas braucht doch wirklich jeder. Ja. Das ist übrigens auch so eine Eigenart, ne, die ich verstehe die nicht. Ne? Also vielleicht verstehst du die ja, ne? Aber hier, die haben überall so Post-Offices, FedEx-Offices, also auch in Austin in dem Ding. ja. Da gibt es ja, war irgendwie in so einem Zimmer, haben die so ein FedEx-Office eingebaut. Ne? Ja. Meinst du, das benutzt jemand hier? Also wir haben es ja damals benutzt in Austin, weil wir irgendwas wegschicken mussten. Ja, aber wir waren ja auch irgendwie 2-3 Wochen hier. Ne? Aber wenn du jetzt hier so ein, das ist ja so ein Daycation-Ding eigentlich. Ne? Also hier ist ja keiner, würde ich sagen, länger als 3-4 Nächte, oder? Nee, aber wenn du zum Beispiel was vergessen hast und dir schickt das jemand hierhin. Mich würden tatsächlich die Umsatzzahlen mal interessieren von diesem FedEx-Office hier. Also wenn ihr da mal Informationen habt, dann schreibt mir das mal hier in die Kommentare. Dann gucken wir mal, ob das Ding wirklich profitabel ist oder ob das nicht einfach nur so eine amerikanische Tradition ist. Wir brauchen FedEx. Ich weiß es nicht. Ach ja, und das ist auch geil. Hier, warte mal. Da ist Werbung hier für Topgolf. Also die haben jetzt hier keine... Ihr kennt Topgolf vielleicht? In Deutschland gibt es das nur in Oberhausen, ne? Ja. So, und wir waren ja auch schon mal ein paar Mal Topgolf spielen hier in Austin. Also hier gibt es in jeder größeren Stadt eigentlich Topgolf. Ne? Ja. So, und die haben Und in New Braunfels, ganz neu. New in Braunfels, genau. So, und die haben halt hier keinen Topgolf, aber die haben so einen Topgolf-Abschwungplatz gemacht. Ne? So, das ist So ein Swingsuit. genau, ich schau mal, ob wir das finden und dann gucken wir da mal rein. Da bin ich sehr interessiert dran. Und
Und wenn ihr mal Büroklammern über habt, ne, dann macht euch doch einfach Kunst. Wisst ihr müsst auch mal ein bisschen flexibel sein in euren Gedanken. Ihr müsst diesen Entrepreneur-Gedanken haben. Ne, also wenn ihr Büroklammern über habt, macht das einfach. So, jetzt sind wir hier im, ich würde mal sagen, das ist das Konferenzcenter, oder? Ja. Boah, das sieht toll aus. Das sieht toll aus. Ich drehe mal die Kamera um. Was uns ja aufgefallen ist, ne, die Amerikaner, die lieben ja so diese Familienzusammenführungswochenenden. Ne? So, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Tradition. Das liegt auch daran, dass das ein großes Land ist und die Familie wahrscheinlich über das ganze Land verstreut ist. Ne? Wie bei uns manchmal. Wie bei uns manchmal. So, darum kommt man halt nicht so häufig zusammen und ja, dann trifft man sich halt am Wochenende in so einem schicken Ding Ja. und hofft, dass Opa und Oma das bezahlen, oder? Irgendwann werden wir Opa und Oma sein. Ich fürchte, das ist schneller, als wir gucken können. Wenn ihr euch fragt, was das hier für eine Maschine ist, ne? Das ist eine Zuckerwattenmaschine. Da kann man schön seine Kreditkarte reinhalten und dann macht das Ding hier Zuckerwatte. Es ist leider zu früh, aber vielleicht mache ich das heute Nachmittag. Mal gucken. Wir sind jetzt quasi in der unteren Lobby. Also es gibt oben den Eingangsbereich, dann gehst du die Treppen runter. Da ist Barbereich und hier sind die ganzen Restaurants. Genau, das heißt, wenn du morgens frühstücken möchtest und Lust auf ein Buffet hast, hier ist der Platz. Ja, ich kenne den Preis gar nicht. Kennst du den Preis? Nein. Ich auch nicht. Wir interessiert uns auch gar nicht. Nein, So. nein, wir frühstücken nicht. Nee, ich bin tatsächlich nicht so ein großer Frühstücker. Du? Nee, nicht so. Kaffee brauche ich. Und das gab es auf dem Zimmer kostenlos. Oh, da müsst ihr aber mal die Tina erleben. Die Kaffeemaschine oben im Zimmer, die ist ein bisschen versteckt gewesen. Ne? Ja. Wir haben gedacht, es gibt keine Kaffeemaschine hier. Ich wollte den André schon runterschmeißen. Und da wird die Mutti schon um 7 Uhr nervös. Sagt, was muss ich denn tun, damit du zum Starbucks gehst? Aber wir haben zum Glück eine Kaffeemaschine gefunden. Das hat mir persönlich jetzt den Hintern gerettet. Also Kaffee ist tatsächlich für uns wichtiger als Frühstück. Frühstück, ja genau. Viele sagen ja immer, es ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ne? Ja, nicht für mich. Nein, für mich auch nicht. Für mich ist der Kaffee die wichtigste Mahlzeit des Tages. Also da gehen wir später nochmal rein. Ich will jetzt nicht mit der Kamera durch das Frühstücksbuffet da laufen. Das müsst ihr verstehen. Ne? Das ist unangenehm. Ne? Darum gehen wir jetzt einfach hier ein bisschen rum und dann gehen wir gleich in den Pool. Und heute Mittag nehme ich euch nochmal mit in den leeren Räumen. Dann gehen wir mal durch die Restaurants, okay? Ja. Ja. So, auf geht's. Wir wollen ja wissen, wie das Zimmer aussieht hier. Und wir gehen mal rein. So, also, herzlich willkommen hier im Casa de Achtermeier de Temporär. So sehr süß, ne? Die haben uns hier so ein Longhorn geschenkt. Ist das nicht cool? Ja. Kleine Sitzecke hier. Hier gibt es die obligatorische Kaffeemaschine. Ich berichtete. 2 Becher. Decaffeinated. So, was macht die View? Nice. Das ist das Hill Country mit Blick auf den Golfkurs. Das ist meine Frau. Aber ihr wollt ja immer wissen, wie sieht denn das Badezimmer aus? Ist das auch sauber? Wir gucken mal. Also erstmal gucken wir hier rein. Nein, da gucken wir nicht rein. Meine Frau sagt, da gucken wir nicht rein. Guten Tag. So, das bin ich und das ist das Badezimmer. Ich mache mal beide Lichter an hier. So, Badewanne habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Habt ihr schon mal eine Badewanne im Hotelzimmer benutzt, wenn ihr nur 2 Tage da seid? Ich weiß es noch nicht. Handtücher sind da, alles sauber gemacht, der Spiegel ist da, hier für die Frauen. Föhn gehört natürlich dazu. Die Toilette, ja, ist halt eine Toilette, da macht man so, aber ihr wisst schon. Das ist die Dusche, eigentlich ganz nett, coole Sachen hier. Hier gibt es so ein paar Sachen dabei, hier so With Mint, Mouthwash Refresh. Ah. Ja, das ist unser Zimmer hier. So, die Ecke mit dem Käse. Und der Fernseher, den wir ja eigentlich nie benutzen. Ne? Also eigentlich gucken wir ja nie Fernsehen. Und wir gehen nochmal raus, weil das einfach auch so cool ist. So, hier, warte. Das ist ja viel wichtiger. Jetzt sind hier die geheimen Dinger. Ne? So, das ist dieser Wasserpark, wo wir waren. Wo wir gleich auch wieder hingehen, wo wir das Daybed haben. Und hier unten, hier haben wir die Pizza gegessen, die ihr gesehen habt oder noch sehen werdet. Je nachdem, wann ich das schneide. So, und hier ist so ein bisschen so Habitat. Abends hört man da die frische Quaken. Wobei die in den USA ehrlich gesagt nicht quaken. Die machen, wie machen die? Ribbit machen die hier. Das ist, da mache ich auch noch mal ein Video zu, ne? Denn die Tiere hier, die machen andere Geräusche als in Deutschland. Ja, so ist das. Also das ist das Hill Country. Da hinten irgendwo, da wohnen wir. Weit, weit entfernt. Schöne Anlage für Daycation, hervorragend. Weiter geht's mit unserem Rundtrip.
Was ich ja ganz nett finde an diesen Hotels ist immer, es sind so versteckte Venues. Ne? Also da im Hintergrund zum Beispiel, da seht ihr, da wird Billard gespielt. Ne? Und das ist einfach, du kannst total viel entdecken. Ne? Und darum gehe ich ganz gerne, du auch, soll heißen, gehe ich ganz gerne immer ab und zu mal so ein Stückchen einfach rum und gucke einfach, wo was ist. Ne? Und ich bin mir sicher, wir werden nicht alles entdecken hier. Bin ich auch sicher. Aber wir gehen weiter. Heute ist es leider ein bisschen bewölkt, aber wenn ihr glaubt, das ist kalt, dann glaubt ihr falsch. Was haben wir heute? Auch wieder 30 Grad. Ja, bestimmt schon. Und wir haben noch ganz früh morgen. Und ich finde das immer so cool, ne? Also wenn du da rauskommst, ne? Der ist ja total runtergekühlt. Ne? Und dann kommst du hier rein und denkst so, oh, Ja. wer hat denn den Föhn angemacht? Ich liebe Texas. Texas ist geil. So, wir spielen Schach. Müssen ein bisschen was für den Kopf tun hier. Die Sonne kommt raus. Ist das nicht extra für euch hier? So, hier gibt es einen Game Room, der wird euch jetzt nicht ganz umhauen, aber das ist schon cool. Also für die Kids ist das cool und daneben ist das Fitnesscenter und da gehen wir auch mal rein, damit ihr auch wisst, wo ihr hier die Muckis aufblasen könnt. Wenn ihr dazu Lust habt. Wenn ihr dazu, ich weiß nicht, wie euch das geht, ne? Aber ich bin immer sehr demotiviert, wenn ich in so Dingern bin, so für 2 Nächte nochmal ins Fitnessstudio zu gehen. Ne? Naja, aber wenn man dann die anderen Kerle hier so sieht, sollten wir motiviert sein. Das jucken mich die anderen. So, die Spielzeughölle des Hotels hier. Ja, jetzt kommen die ganzen Kinder rein. Jetzt höre ich auf zu filmen, weil Kinderfilmen finde ich nicht so gut. Oder soll ich Kinder filmen? Nein. Ich glaube nicht. Ne? Also, hier könnt ihr so Tokens holen und dann können die Kids hier die ganze Zeit Gas geben. Ja, süß. Aber das eigentliche Highlight hier im JW Marriott Resort and Spa Hill Country San Antonio, habe ich das schon erwähnt, ist eigentlich diese Wasserlandschaft. Ne? Es gibt hier mehrere Bereiche. Es gibt einmal so einen Lazy River, wo man so Tubes hat und dann setzt man sich da rein und kann da so ein bisschen gleiten. Und dann gibt es ein Rutschenparadies. Ja, und zwar wirklich richtig heftige Rutschen. Ich glaube 2 oder 3 Stück mit den Reifen und 2 oder 3 richtige Thrill-Rutschen. Ich glaube, wir sind eigentlich in Dubai. Ich glaube auch. Eigentlich sind wir in Dubai. Wir erzählen denen nur, wir sind in San Antonio. Ja, läuft so. Du kriegst so ein Armband hier, ne? An der Rezeption. Damit kannst du hier halt unbeschränkt rein und rausgehen in diesen Waterpark. Waterpark. In den Waterpark. Ja. Wir sind in den Niederlanden und Ja. das ist ein Waterpark. Das ist eine Waterpark. Aber du kannst das auch für einen Tag buchen. Ne? Darum kriegst du hier so ein Armbändchen, das du hier nicht vorne bezahlen musst. Also wenn ihr nur mal den Wasserpark machen wollt, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht glaube, da ist der am Six Flags, glaube ich, größer. Ne? Ja. Aber ich finde das gut. Wir gehen jetzt rein, wir holen uns ein Handtuch, dann beziehen wir unser Daybed und dann nehme ich euch ein bisschen mit. Ich habe die GoPro dabei, ins Wasser mit dem Lazy River und die ganzen Rutschen. Viel Spaß. Daybed Number 5. Nummer 5 haben sie gesagt. Mal gucken, ob wir so hell sind und das finden. Aber ich denke mal, das ist da. So, das hier ist unsere Homebase jetzt für die nächsten Stunden. Wir haben uns ein Daybed genommen und schlagen jetzt hier unser Lager auf. Und da soll gleich eine kommen, die uns hier den ganzen Tag irgendwie behuddelt. Ja, wir werden hier richtig verwöhnt, das muss man schon sagen. Wir werden mega verwöhnt und das freut mich extrem. Ja, absolut. Also hier ist ein Pool, dann gehen wir gleich in den Lazy River und haben Spaß. Und ihr habt einfach Spaß mit uns und abtrocknen nicht vergessen. Das hier ist der Adult Pool, der Erwachsenenpool, wenn ihr mal Ruhe braucht. Ja, weil es sind schon sehr viele Kinder hier, das müsst ihr wissen, es ist ein totales Paradies für die Kurzen. Aber wenn ihr mal eine Durchschnaufpause braucht, hier. Ja, die schimpfen das Infinity Pool. Ihr seht, das ist so mit Infinity halt. Mit Blick auf den Golfplatz. Und ich frage mich ja, der Golfplatz ist wirklich nah. Ne? Ja. Und ich hoffe, dass die hier ein gewisses Handicap brauchen, um hier zu spielen. Weil sonst gibt es hier Golfball an den Kopf. Ja, aber das ist wirklich so schön gelegen. Du guckst einfach in die Ruhe und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Den lieben Gott einen guten Mann sein lassen wir später, denn wir wollen ja noch ein bisschen Action machen. Ne? Das heißt, wir gehen noch mal ein bisschen hier rum und sondieren die Lage und dann schnappen wir uns Reifen und machen auch Quatsch mit Reifen. Ja. Was mir übrigens aufgefallen ist, ne? Die Amis, ne? Die pflanzen überall Rotkohl hier.
Guck mal hier, Rotkohl. Überall, Tina. Rotkohl. Das ist so gesund hier, ne? Ich weiß gar nicht, warum die Fastfood-Ketten brauchen. Die können einfach überall Rotkohl pflücken. So, im Hintergrund seht ihr, die haben sogar Sand aufgefahren hier. Also wenn ihr Kids habt, die gerne mal im Sand buddeln wollen, dann könnt ihr das da machen. Da gibt es einen Strand. Ist Strandgefühl hier. Ja, total schön. Mitten in der Wüste hätte ich fast gesagt, aber es ist gar nicht die Wüste. Nein, also wirklich, die haben unendlich viele Pools und unendlich viele Möglichkeiten, Ruhe zu finden, Action zu finden, was immer ihr möchtet. Einfach nur, ich bin gerade total beeindruckt und ihr seht, ich kriege das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht raus. Ah je. Das ist wirklich so schön. So, wir sollten jetzt mal ins Wasser gehen, oder? Ja, So allmählich. So allmählich sollten wir mal. Es wird nämlich warm. Ist das so? Ja. Also mir wird warm, dir nicht? Ja, Doch, also ab ins Wasser. Ihr müsst übrigens keine Angst haben, dass ihr hier keine Reifen bekommt. Ne? Hier gibt es hunderte von Reifen. Also nicht 8 Uhr aufstehen und ein Handtuch über den Reifen. Das muss man hier nicht machen. Es gibt wirklich sehr viele Reifen. Und die nimmst du hier auch und gehst dann auch damit rutschen. Ne? Also du kannst ja auch den ganzen Tag den gleichen Reifen haben. Aber das ist Quatsch. Die stehen einfach hier rum. So, Ladies and Gentlemen. Wir haben einen der seltenen Momente, wo wir alleine in diesem Lazy River sind. Wobei, wenn ich hinten um die Ecke gucke, da staut sich schon wieder was. Also uns gefällt das sehr gut hier. Also ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ich weiß nicht, also Texas ist ja geil, ne? Aber Alaska hier ist schon wirklich, das ist eine Nummer. Wirklich. Also hätte ich nicht gedacht, dass Alaska so warm ist auch. Und ich habe noch nichts getrunken, möchte ich nur erwähnen. So. Die Bierpreise gehen auch. Ich habe schon gesehen, ne, irgendwie $8 ein Glas. Das sind dann immer 0,4 Liter. Euch interessieren ja immer die Preise, ne? Was der Bums hier die Nacht kostet, könnt ihr googeln. Das kommt nämlich immer darauf an, ob am Wochenende, in der Woche, ob Ferien sind, ob nicht Ferien sind, ne? Ich weiß gar nicht, also darum Preisempfehlung will ich jetzt gar nicht machen. Preisempfehlung, können wir auch gar nicht machen. Wir können auch nicht, wir sind eingeladen worden. Das ist alles cool. Nur weil ihr uns zuguckt, laden die uns ein, damit wir Videos machen, damit ihr alle hier hinkommt. Ist das nicht super? Ja, das finde ich auch gut. Ich bin total dankbar. Ich bin so dankbar. Was ist, weißt du, das ist ja so, wir verdienen ja wirklich kein Geld auf YouTube, habe ich das schon mal gesagt. Ne? Also die paar Dollar da, die reichen nicht mal für ein Bier. So, aber das hat halt so Annehmlichkeiten, dass Leute auch fragen, irgendwie, habt ihr nicht mal Bock vorbeizukommen und dann euren Zuschauern zu zeigen? Und da profitiert ihr ja von, ne? Ja. Wer wäre ich denn, dass ich sage, ne, mach ich nicht. Warum soll ich das tun? Nein, da gehen wir auch ganz offen mit um. Ne? Das, weißt du, wir sind ja jetzt nicht so die Super-Influencer, ne? Du bist der super Influencer. Ja, super. Aber weißt du, das ist so, das macht ja auch Spaß. So, mit den meisten von euch unterhalte ich mich ja richtig cool, ne? Also wir haben ja richtig coole Gespräche, ne? Klar, es gibt auch hier Kommentatoren, aber das gehört zum Leben dazu. Weißt du, hier in Alaska ist das egal. Wir sind natürlich noch immer in San Antonio. Ja, das ist San Antonio in Alaska. Das San Antonio in Texas, im Hill Country. Naja, ist San Antonio jetzt wirklich im Hill Country? Ja, also die Grenze, ne? Die Grenze wie Austin. Ja, also das ist eine Riesenstadt. Also wer San Antonio kennt oder guckt mal auf die Landkarte, das ist schon irgendwie ja, fast zweimal größer, oder? Über 2,5 Mal größer. Was mir übrigens aufgefallen ist, ne, das ist ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ne, aber ich habe normalerweise, so wenn ich so in Spanien in Urlaub war oder sowas, da habe ich eigentlich immer so Panik, wenn einer von uns im Wasser ist oder zwei, so mit Portemonnaie am Strand liegen lassen oder die Uhr oder das Telefon oder was, ne, das habe ich hier total nicht mehr. Das ist total abgeschafft. Also diese Angst ist zumindest weg. Denn ich finde immer noch, dass hier so Locations, gerade so in Texas, ne, die sind super sicher. Hier wird überhaupt nicht geklaut. Also zumindest nicht in den Gegenden, wo wir so unterwegs sind. Ja, na klar gibt es hier Diebstahl, ne? Aber ich sag mal, wenn du jetzt hier bist, so in diesem Hotel, ich habe überhaupt keine Bedenken, alles einfach auf meinem Platz liegen zu lassen. Ich weiß genau, hier passiert mal gar nichts. Das ist total sicher. Wie macht ihr das denn, wenn ihr jetzt im Urlaub seid? Ne? Also Tina und ich, wir haben das immer so gemacht, einer bleibt immer an Land oder ein Kind passt immer auf, ne? Weil wir immer so Panik hatten, dass irgendeiner was klaut. Ja, das wollte ich nur noch mal loswerden. Es ist Lunchtime. Das ganze Planschen hat uns ein bisschen hungrig gemacht und wir probieren hier Fiamme. Ist das, was ist der Deutsche? Fiamme. Ich sag Fiamme zu dem. Wir probieren Pizza. Genau. Was haben wir bestellt? Wir haben bestellt eine Pizza Pepperoni, 12 Inch. Das ist ungefähr so. Man munkelt. Man munkelt. 8 Slices oder was? Ja, genau. Für jeden 4.
Also wer uns ja schon länger folgt, der weiß, dass unsere Hauspizzeria ja die Pint House Brewery ist. Und da gibt es 14 Inch. Das ist riesig. Also das schaffe ich selbst zu viert, ist immer ein bisschen schwierig. Wir waren letztens mit meiner Schwester und ihrem Mann da, meinem Schwager, genau. Und das war wirklich, also... War viel. Ja, War viel. In der Regel nehmen wir eine Box mit. Aber jetzt haben wir Hunger, die ziehen wir weg und wir bewerten die natürlich auch. Also ihr bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende des Videos, weil wir machen natürlich noch eine Zusammenfassung, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden hier an diesem Hotel. Und vielleicht hilft euch das ja zu entscheiden, wenn ihr in San Antonio seid, mal so 1-2 Nächte hier zu verbringen. Bleibt gespannt. Das Urteil wird anders als erwartet. Und für alle, die es noch nicht wissen, ne, eine Pepperoni-Pizza, ne, ist Salami. Hat nichts mit Pepperoni zu tun, also wie Deutschpepper. Was ist Pepperoni in Deutschland? War Chili oder sowas, ne? Ja, ist aber Chili an. Ja, also Pepperoni ist Salami. Merken, Pepperoni ist Salami. Und was man hier immer kriegt, auch kostenlos, und er versteht sich kostenlos, in den USA ist ja vieles kostenlos und gerade hier in Alaska ist vieles kostenlos, gibt es Crushed Pepper. Und das packt man immer auf die Pizza drauf, damit so ein bisschen Schärfe kommt. Aber das wisst ihr ja längst alles. Ne? Ich sage das nur nochmal, falls ihr das nicht wisst. Falls da draußen jemand ist, der glaubt, Pepperoni wäre das mit den grünen Früchten hier. Ne? Also das ist Salami-Pizza, Crushed Pepper drauf machen, genießen, perfetto. So, und falls jetzt hier Italiener zugucken, ne? Diese Pizza hier hat mit einer italienischen Pizza mal gar nichts zu tun. Das ist eine amerikanische Pizza. Die ist sehr lecker, die ist sehr dünn, die ist sehr kross, die ist sehr würzig. Aber das hat mit einer italienischen Pizza nichts zu tun, weil die Zutaten gibt es hier auch gar nicht. Ne? So zum Beispiel italienische Mozzarella, italienischer Teig, italienische Peperoni, italienische Kräuter. Ist aber lecker. Ist aber lecker. Kriegt man auch nur in Italien. Also nicht die Erwartungshaltung haben, wenn ihr hier in den USA, das ist grundsätzlich, Spaß beiseite jetzt, Kinders, ne? Aber jetzt mal ehrlich, wenn ihr hier in den USA seid, ne? Und zu einem Italiener geht, ne? Dann ist das nicht so, wie ihr das glaubt, wie das ist. Ne, weil Italien ist auch, ihr glaubt es gar nicht, 9000 Kilometer entfernt. Und ihr könnt ja nicht erwarten, dass wenn ihr in einem Land seid, was 9000 Kilometer entfernt ist, dass das genauso die gleiche Qualität hat. Das ist nicht so. Also das ist lecker, ne? Aber das hat mit dem Italiener, den ihr kennt in Deutschland, nichts zu tun. Wir gönnen uns den ersten Abend hier in der Sportsbar. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Doch High Velocity heißt sie hier. Und das ist einfach auch cool. Guckt euch mal bitte hier die Bilder an. Ja, very good. Thank you. Ja, sie hat sich jetzt ein bisschen brüskiert, weil ich glaube, sie wollte eigentlich die Bestellung aufnehmen. Ne? Aber wir haben gesagt, nee, wir sind jetzt gut, lass mich jetzt filmen hier. Mann, ey, stör uns doch nicht bei der Arbeit. Also, wir nehmen ein Getränk. Die haben hier das Bier meiner Lieblingsbrauerei und damit haben wir schon mal einen Pluspunkt. Unsere Daycation ist fast vorbei und es ist Zeit für ein Fazit, oder? Ja, genau. Wir haben unseren letzten Abend. Wir gehen gleich noch schön lecker Abendessen. Und wie wir versprochen haben, wollen wir noch alles für euch einmal bewerten. Genau, also letzter Abend ist nicht schwer, weil wir haben ja nur 2 Abende hier gehabt. Also nochmal. Wir sind eingeladen worden hier, ne, vom JW Marriott San Antonio Hill Country. Und da sind wir sehr dankbar drüber. Ne? Und trotzdem steht in dem Vertrag drin, in dem wir da bekommen haben, dass wir ja nicht lügen sollen. Und darum haben wir gesagt, dann tun wir das auch nicht. Und dann geben wir euch jetzt eine ehrliche Meinung, ein ehrliches Fazit. Und wir haben uns überlegt, wir machen das so wie bei Google Reviews. Also es gibt 5 Sterne in verschiedenen Kategorien. Und sowohl die Tina als auch der Onkel André hier, die bewerten mal so ein bisschen dieses Hotel und diese Anlage und ob sich das lohnt. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr hier mal hinfahrt. Was meint ihr? Wollen wir das so machen? Das machen wir so. Aber glaub mir, ich glaube, ich bin immer ein bisschen netter als wie du. Kann sein. Lass mal mit dem einfachen Ding anfangen. Okay. Die Lage des Hotels. Hill Country ist ja schon Name, ist ja Programm. Ne? Was gibt's da an Sternen? Also ich liebe ja das Hill Country. Ne? Hill Country ist für mich so Erholung pur, so oder so. Insofern würde ich schon sagen 4 von 5 Sternen, weil es liegt am Anfang des Hill Countries und nicht komplett mittendrin. Also wir sind schon noch in San Antonio und deswegen gibt es diesen... Oder 4,5 Sterne. Ich mache 4,5 Sterne. Gut, also ich würde tatsächlich 4 Sterne nehmen.
denn Tina hat recht. Also das ist ja das Hill Country hier. Aber so San Antonio zum Hill Country zu zählen, finde ich auch so, weiß ich nicht, Digga. Aber wenn ihr Golf-Experten seid oder gerne Golf spielt, dann ist das hier super, ne? Denn hier ist TCP, das ist ein TCP-Platz hier, 18 Loch und sehr exklusiv, ist aber mit drin hier, wenn ihr hier im Hotel seid. Also die Lage ist auf jeden Fall 4 von 5 Sterne. Dann kommen wir zum Gebäude, das Hotel an sich, die Ausstattung. Was sagst du? Ich glaube, ich möchte so ganz verschiedene Sachen sehen. Lobby, einzigartig, richtig toll, gefällt mir persönlich super und auch die Zimmer sind das, was wir hatten, mega schön. Muss man auch wirklich sagen. Das, was wir hatten, sensationelle Sicht, alles. Ich würde sagen so 4, 5, nein 5 von 5. Das ist High Class, das teile ich nicht. Also ich gebe nur sehr, sehr selten 5 Sterne. Ne? Also ich würde sagen, das Zimmer ist wirklich sehr top gepflegt, ne? Ist renoviert. Ihr seht ja auch, vielleicht im Hintergrund habt ihr gesehen, es sind so ein paar Baugerüste, also die renovieren hier ständig. Ne? Die Zimmer sind super, also wirklich sauber, wirklich neu, wirklich modern. Da schimmelt ein Dix oder so, kann man auch, also bei JW Marriott erwarte ich das auch nicht. Ne? Also auch die Lobby, gebe ich Tina recht, ne? Sie ist super. Den Barbereich, finde ich, den könnte man ein bisschen anders machen, aber jetzt muss ich auch Abstriche machen, weil das ist ja auch ein Familienhotel. Ne? Also hier sind viele Kinder, darum gibt es hier 3,5 Sterne von 5. 3,5? Ja, 3,5 Sterne von 5. Oh. Ich finde wirklich, also ich finde so für abends chillen und sowas ist das, da ist Luft nach oben. Okay, pass auf, deine 3,5 und meine 5 sind 4 Sterne. Average. Okay. Absolut. So, kommen wir zu den Spaßaktivitäten hier. Also River Bluff zum Beispiel hier, wo wir heute ja waren. Habt ihr ja genug gesehen jetzt. Was sagst du? Ich mag sowas. Ich liebe sowas und ich hätte den ganzen Tag einfach nur floaten können und den ganzen Tag darin sein können. Deswegen gebe ich tatsächlich 5 von 5 Sternen dafür. Gut. Ja, also die Anlage ist wirklich toll gemacht. Ne? Da ist auch nichts, was man mal streichen müsste. Zumindest hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das so abgenutzt war. Ne? Die Rutschen waren super, der Lazy River war gut. Es ist halt ein bisschen voll, aber da kann das Hotel ein bisschen was für. Ne? Aber letztendlich, ja, also ich finde es gut. Ich hätte jetzt 4 von 5 Sterne gegeben. Ne? Das ist gut. Jetzt bin ich auch nicht so der Typ, der sich stundenlang mit anderen Menschen, ich habe es nicht so mit Menschen, ne? in so ein Flussbecken geben kann. Ja, also darum 4 von 5 Sternen für die ganzen sportlichen Aktivitäten. Hier kommen wir zur Gastro. Gastro ist okay. Also Gastro, da bin ich so ein bisschen, wo ich sage, ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr Abwechslung. Wir haben halt Pizza, wir haben Burger, wir haben Steak. Und Tex-Mex. Das ist nicht wirklich Tex-Mex. Aber ne? die sagen das Tex-Mex. Ja, aber wenn du dir die Karte mal anschaust, das ist nicht wirklich Tex-Mex. Ich finde, also was die Variation angeht und was das, also da würde ich 3 geben. Oje, oje, oje. Also ich würde aus anderen Gründen nicht ganz so viele Sterne geben. Ne? Also die Gastronomie ist okay. Ne? Also ich meine, das ist jetzt ein Ferienressort, so würde ich das nennen. Ne? Und das Steakhouse haben wir ehrlich gesagt nicht ausprobiert, ne? Weil wir einfach auch nur 2 Nächte hier hatten. Ne? So, das heißt, wir waren einmal in dieser Sportsbar, habt ihr ja gesehen, und wir waren Pizza essen hier. Ne? Ich finde, die Preise sind ganz schön happig, ehrlich gesagt, für das, was man da kriegt. Aber das ist halt das Hotel. Ne? Ja, na klar. Also das sind Hotelpreise und wenn ich das jetzt mit Austin vergleiche, wenn ich in Austin ausgehe, dann ist das wieder genau wie in Austin auch. Das sehe ich ein bisschen anders, aber das werden wir unter uns ausdiskutieren. Nein, also ich würde auch sagen, 3,5 Sterne für die Gastronomie. Ne? Das ist jetzt nicht atemberaubend super. Ne? Ich finde, die Sportsbar ist nett gemacht. Das ist also die versuchen Sportsbar schon ist mega schön nett gemacht, aber das Essen, was du da kriegst, ist jetzt auch nicht super toll. Ne? Ja. Aber das ist halt teuer. Ne? Es ist teuer. Ich meine, mein Burger war, glaube ich, $20, den ich hatte. Und ein $20 Burger, Das muss schon ein Mega-Burger sein. der war gut. Der war wirklich gut und der war viel und ich habe übergelassen, so viel Texas-Portionen. Also da kann ich mich absolut nicht drüber beschweren. Ich glaube, ich hätte wirklich gerne so ein bisschen Asian Food gehabt. Ich hätte gerne eine größere Auswahl. Vielleicht sogar ein Barbecue hätte ich gerne gehabt. Ja, also ich finde auch, also ich finde so ein Texas Barbecue, also wenn du ein Hotel im Hill Country hast, ne, dann musst du Texas Barbecue anbieten. Ja, oder ne? eine Winery, so ein Weincellar. Den hätte ich hier auch gerne gehabt. Für Hill Country, Wein. Ja. Ja. Also das fehlt ein bisschen, ne? Da gibt es ein paar Abstriche, ne? Darum 3,5 von mir, 3 von dir, oder was war das? Ja, sind 3,5 im Schnitt. So 3,5 im Schnitt, alles ist gut. windig. Aber so die Events, also wenn ihr Familie habt, ne, für Kinder ist das hier super. Hier gibt es, glaube ich, rund um die Uhr Programm für Kinder. Ne? Das ist gut gemacht und darum, also das Kinderprogramm, das Unterhaltungsprogramm, die Familienfreundlichkeit kriegt von mir auf jeden Fall 5 Sterne. 5 auch von mir. Also Familienfreundlichkeit zu 100% 5 von 5 Sternen.
So, dann habt ihr unser Urteil und jetzt könnt ihr selbst Jetzt entscheiden. müssen wir noch einen Overall-Score Ein geben. Overall-Score. Wir können jetzt den Average durchrechnen, aber ich habe vergessen, was wir alles gesagt haben. Ich würde sagen, der Overall-Score ist 4,5 von 5 Sternen. Einigen wir uns auf 4 Sterne. Einige waren uns auf 5. Nein, 4 Sterne finde ich, ist das schon das Ding. Ne? Ja, das Es ist pricey, ne? Da macht euch mal nichts vor. Ne? Das ist jetzt nichts, was man mal eben so macht. Ne? Aber für Daycation oder mal für 2 Nächte ist das super. Ich Ja. könnte hier keine Woche verbringen. Das ist aber auch nicht dafür ausgerichtet. Nein. Ne? Also das ist was wirklich irgendwie, du bist im Texas-Urlaub und willst mal 2 Nächte ausspannen und 2 Tage schöne Tage haben, willst dich verwöhnen lassen. Dann ist das mit Sicherheit sehr gut. Genau. Wenn ihr Kinder dabei habt, wenn ihr Familie habt, ne? Ist das für die Kinder, ist das hier ein Paradies. So, Ja. also ich habe ja selber 2 Kinder, ne? Die sind jetzt ein bisschen größer, ne? Aber die waren ja auch mal klein. Und ich sag mal so, die hätten ihren Heidenspaß hier gehabt, oder? Auf jeden Fall. Also Texas Roadtrip machen, hier auftanken. Weil so ein Roadtrip ist ja auch anstrengend. Ne? Also wir haben selber zig Roadtrips gemacht und ich weiß, dass wir gerne mal in so einem Hotel abgestiegen sind, um einfach mal wieder ein bisschen so Energie zu bekommen, Spaß zu haben und sich verwöhnen lassen. Also dafür ist es da. Absolut. So, das war das Wort zum Sonntag. So, Kinders, wir sind am Ende unseres Trips. Wir gehen jetzt noch mal Abendessen hier und dann fahren wir auch schon wieder nach Hause morgen früh. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die ganzen Kommentare hier, für die lieben E-Mails, die ihr mittlerweile schreibt. Und wir sehen uns mit Sicherheit in einem der nächsten Videos. Und ihr folgt mir natürlich auf diesem Kanal und ihr folgt der Tina auch auf ihrem Kanal. Und die Tina hat auch einen Instagram-Kanal. Ich weiß gar nicht, warum habt ihr der Tina jetzt schon gefolgt? Warum hat die Tina so wenig Follower? Könnt ihr der Tina bitte mal auf Instagram folgen? Ich habe gar nicht wenig. Also die Follower, die ich habe, die sind toll und wir sind quasi eine Familie. Also schönen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Vielen lieben Dank. Ciao. Ciao.